Vielleicht kurz zu den Spielregeln. Fotos und Umarmungen sind Wünsche, keine Fragen. Und ob ich zum Wunschkonzert werde, weiß ich noch nicht. Ach, was soll's nicht. So. Ich schaff das gar nicht alleine. Wir haben das heute auch schon geprobt. Ich meinte, dann runter komme ich immer. Zack, mit dem Gesicht in den Boden eingefahren. So. Direkt schon eine Frage. Mein Herz. Ich lehne mich mal zu dir. Sita, ich wollte erstmal sagen, kann ich Englisch reden? Of course. I want to thank you for the beautiful concert in Sydney. It was amazing. My question is, where did you find these fabulous four guys? Because we started to writing songs, and then my team thought, hey, wow, that works out. Why don't we give her a band to try out new things? And then we came up with the tour thing, and Philip brought these fabulous guys together, and then they Ihre Frage war, wie ich es nur schaffe, so wahnsinnig gut auszusehen. So. Es ist immer ein bisschen unangenehm, wenn ein Künstler von der Bühne kommt und man eigentlich gar nichts sagen möchte. So wie du zum Beispiel. Ich frage dich jetzt nicht, wie heißt du? Axel. Hi Axel. Hast du eine Frage? Nein. So, jetzt seid doch mal nicht so. Jungs, lasst mich jetzt nicht. Ich möchte hier wirklich, ich möchte mein Innerstes. Und hier, zu dir komme ich noch. Das ist jetzt nicht mein Ernst. Hamburg. Ja. Schrei uns an. Das habe ich nicht verstanden. Die beste Make-up-Marke? Oh, ich könnte mir nun gefühlte Millionen Werbedeals verhauen. Ich mag die mit den Farben drin. Ja. Von wem die Hose ist? Können wir mal eben kurz in mein Hemd gucken, das ist nämlich von dem gleichen. Steht da drin? H. Man weiß es nicht. Der Designer möchte gern was? Genau. Das habe ich ja auch gesagt. Schau, Karl. So. Hat hier noch jemand eine Frage? Ich gehe sonst rum, ich komme nicht mehr. Wie ich mich am wohlsten fühle. Auf der Bühne definitiv mit Perücke und Farbe im Gesicht, aber auf meiner Couch doch bin ich schon sehr, sehr gerne ein sehr fauler, sehr schwuler Mann. So, jetzt verschwinde ich einmal kurz. Ach, das ist ja auch lustig. Da seid ihr alle. Das ist ein Fensterplatz schon. So. Jetzt bin ich hier. Eine Frage. Ja, was ist eigentlich deine größte Hürde gewesen? Meine größte Hürde? Das könnte ich jetzt auf vielerlei Hinsicht beantworten. Auf dein Aufwachsen bezogen. War deine Umgebung immer hilfreich oder gab es auch wirklich Menschen, die dir im Weg standen, die dich wirklich fertig machen wollten? Ich glaube, dass der wirklich wichtige Teil meiner Umgebung mich immer unterstützt hat, damit meine ich meine Frau und meine Familie. Es gab natürlich Menschen, die wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig nett zu mir waren, als ich noch klein war, aber ich denke auch, dass, jetzt muss
ich ausholen. Also, bevor ich geoutet war, und ich glaube, das ist vielleicht vielen Anwesenden auch so geht, bevor man das ausspricht und sich selbst auch damit auseinandersetzt und sich selbst auch so akzeptiert, weil ich dachte damals, ich bin ein Fehler. Also das hat schon auch ein bisschen gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass nicht ich der Fehler bin, sondern unsere Gesellschaft. Nichts mehr wehtun. Weil meine Eltern haben mir simple Regeln mit auf den Weg gegeben. Sei respektvoll und tu niemandem weh. Und eines Tages fiel mir das ein und dann dachte ich mir, ich bin respektvoll und ich tue niemandem damit weh, so zu sein, wie ich bin. Und deswegen war es mir dann wahnsinnig egal, was andere von mir hielten. So war es. Was ist dein Lieblingssong? Von meinen oder generell? Generell. Generell. Gott, was ist mein Lieblingssong? Oh, das ist schwierig. Also von meinen Songs ist es wohl immer noch Rise Like a Phoenix, der hat nun mal mein Leben verändert. Und ich habe den ja auch damals, wie soll ich sagen, diktatorisch entschieden. Und generell, ich weiß es nicht, das ändert sich ständig. Und ich habe so viele. Kennst du das nicht? Und dann läuft es im Radio und denkst, ach, das ist mein Lieblingslied. Das schreibe ich mir auf. So. Gita, was mich interessieren würde, welche Ziele hast du noch? Was kann man auch erreichen, wenn man schon so viel erreicht hat wie du? Wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Das finde ich immer sehr nett und charmant, wenn man sagt, ich habe schon so viel erreicht. Die Luft nach oben ist noch, da ist noch sehr viel Platz. Ich habe keinen Grammy. Ich habe auch gehört, dass man jetzt Academy Awards bekommen kann, wenn man den James Bond Titel singt, dann kriegt man den drauf. That was shade. Und ja, also ich glaube, wenn ich für den Rest meines Lebens das machen darf, was ich so sehr liebe, dann habe ich es eigentlich geschafft. Weil das ist schon auch ein Privileg und dessen bin ich mir bewusst, dass was wir hier machen, ist wirklich nicht essentiell, um zu überleben für die Menschheit. Aber ja, also Musik ist schon wichtig, aber wenn es hart auf hart kommt, ist damit niemand geholfen. Und deswegen weiß ich, dass ich ein sehr privilegiertes Leben führe und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass ihr alle gekommen seid. My French is not existing. It should. I know, because it's so elegant, but I understand more than I could possibly say. No, I'll speak English. Everybody has noticed a change in your looks. You promised us a change in autumn. Does it mean that there will be a greater change in autumn? First of all, I didn't promise anything. But thanks for noticing that I changed. Talked about it. Yeah, I did talk about it, exactly. You know, I'm the person, I bore the shit out of me if I don't change and if I don't develop myself. So this is basically what I do. I find new styles, you know, I play around with whatever, and this is what it is right now. So I don't really know how it will look like in autumn, but well, we will see. We'll be waiting. Me too, I will wait as well. Gerne. Was machst du mit deinen weißen Stiefeln und den gebogenen Absatz, wenn du sie nicht mehr magst? Die sind tatsächlich 39er gewesen, aber die gehören nicht mir. Es gehört fast kaum. Es gehört kaum was mir, das ich habe hergetragen. Das macht man jetzt. Schätzchen, jetzt muss ich gleich wieder auf die Bühne. Ist deine Kamera bereit? 3, 2, 1. Nee, Schatz, wir müssen schon weiter. Kamera drehen. Jetzt wollte ich gerade etwas über dein Handy sagen, aber ich wurde dazu angehalten, nicht mehr über Samsung zu schimpfen. Tut mir leid, für mich sind das keine Telefone. Tut mir leid. Manchmal rutscht mir das raus und sage, das ist kein iPhone, das ist ein Pager. So.